Die voll integrierten von Hymer. Ja, es kann ein Kastenwagen sein, aber es kann auch ein voll integrierter sein. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Sven. Ja, ein Spätsommertag in Bielefeld. Es wird langsam kühler. Es wird langsam kühler, aber auch wir sind dankbar dafür, dass es kühler wird. Die letzten Tage waren wirklich anstrengend. War anstrengend. Ganz viele Kunden kommen und möchten Wohnmobile kaufen. Der Hof ist quasi leer gefegt. Deswegen zeigen wir jetzt mal Unboxing einige Fahrzeuge, die gerade erst vom Werk kamen. Genau, wir haben jetzt hier ein Hymer Mobil, ein XSI, also ein voll integrierter, 580 auf Citroën-Basis. Voll integriert heißt, ich habe nicht vorne das Fahrerhaus vom zum Beispiel Fiat Ducato oder vom Citroën jetzt, sondern das ist voll integriert. Das sieht aus wie aus einem Guss. Genau. EX580 Hymer, du bist die Hymer-Spezialistin hier an Bord, bist auch noch nicht so lange dabei. Wie lange bist du dabei? Seit Anfang des Jahres erst. Man muss viel lernen bei Wohnmobil, ne? Sehr viel. Es ist sehr umfangreich. Es ist was anderes als Kfz. Du kommst aus der Autobranche, das heißt Frauen und Auto, das war ja noch vor 30 Jahren, da war das noch nicht so drin. Aber was hat dich denn gereizt an der Autobranche? Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin da reingerutscht. Ich wusste damals nicht in meiner Ausbildung, was ich machen soll, was ich machen möchte. Ich wusste, es soll ins Kaufmännische gehen. Automobilkauffrau war dann so der Job, wo ich mich drauf beworben habe. Ich wusste auch nicht, was mich erwartet, aber ich musste feststellen, zum Schluss ist es das, was mich erfüllt. Ja, Unboxing bedeutet, der ist nicht gewaschen, nicht aufbereitet, der kam so vom Werk. Das ist das, was alle sehen wollen mal, wie die kommen so praktisch Leider auf. noch sehr dreckig. Gerade bei Weiß fällt es ein bisschen mehr auf. Sitze sind geht auch aber, noch oder? eingepackt. Wir können gleich gerne mal reingehen. EX580, der ist auch wirklich oft verkauft, oder? Der ist verkauft. Ja. Nee, ich meine, die Leute fragen nach voll integriert. Voll integriert läuft auf jeden Fall sehr gut. Ja, vorne sieht man richtig eine Rahmenverlängerung mit dran. Der kann auch richtig was wegziehen. Das bedeutet also, hier kann ich dann nochmal einen Anhänger dranhängen. Zum Beispiel, was könnte ich reinmachen? Ein Auto. Ein kleiner Smart. Ein kleiner Smart mit einem Anhänger. 2 Tonnen können sie ziehen. Gebremst natürlich. Ja. Das Schöne hier ist, ich habe eine ganz neue Rückfahrkamera mit drin. Die ist ultra weit. Das heißt, ich sehe praktisch das halbe Auto von hinten. Und ich habe den Rückspiegel oben integriert. 2 Kamerasysteme. Genau. Das ist richtig toll. Hinten habe ich nochmal das Bremslicht, das man so gar nicht erkennt. Das ist dezent gehalten. Dezent gehalten. Ja, es ist noch eine einigermaßen übersichtliche Länge. Wie lang ist sie nochmal? 6,99 Meter. 6,99. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit den Fähren zu tun, sagt man so. Oder auch mit den Plätzen. So 7 Meter, das geht noch gerade so, oder? Wir haben aber auch Fahrzeuge, die gehen über 7 Meter hinaus. Der Masterliner zum Beispiel, der voll integrierte, das ist so das Ding von Hymer, also wirklich das Top-Modell. Der hat teilweise auch an die 8 Meter. Ja, vorne sieht man es drauf. Da ist Solar schon jetzt oben drauf montiert. Die Leute fragen nach Solar? Solarpaneele sind sehr gefragt. Die vollautomatische SAT-Antenne mit Twin LNB ist sehr gefragt, dass man 2 TVs nutzen kann. Zeitgleich vorne und hinten. Genau. Sog-Toilette ist mit drin, das heißt, da riecht nichts. Genau, Toilettenentlüftung sehen wir hier ganz gut. Ist hier einmal mit montiert. Hier haben wir einmal Nummer 6. Genau, die Diesel-Gasheizung. Diesel in dem Fall? Entschuldigung, die Gas. Gasheizung, die Gas-Warmluftheizung, nicht die Dieselheizung. Genau, das gibt es aber auch von Truma, haben wir auf der Messe Die gesehen. Dieselheizung gibt es auch. Hauptsächlich Ja. in den Kastenwagen sind die mit drin. So, da sind die mit drin. Das Schöne ist, das Fahrzeug hat tatsächlich noch eine Tür an der Seite. Also viele Vollintegrierte haben ja keine Fahrertür. Das Thema Maut und Co., wenn ich mal aussteigen muss, hier komme ich gut raus. Ist bei Hymer üblich, dass die voll integrierten eine Fahrertür haben. Die Beifahrertür haben die voll integrierten nicht. Darin nutzt man die Wohnraum-Eingangstür. Fahrertür ist aber bei Hymer immer dabei. Ja, großer Spiegel mit dabei, den braucht man auch. Da kann ich wirklich alles sehen hier drin. Und ich habe auch verschiedene Spiegel mit dabei. Das heißt, ich sehe auch das Auto unter mir. Richtig. So, wenn du mal kurz aufmachst, sei mal so lieb. Du hast das Auto gefahren, du hast einen B-Führerschein. Wir sind auf Privatgelände, muss man sagen. Der hat über 3,5 Tonnen. Sonst dürfte ich den nicht fahren. Na, sonst gilt der ganz normale LKW-Führerschein. So der C1E oder C1, den man dann hat. Ist aber auch nicht so schwer. Viele ältere Leute haben das, gell? Ja, Der alte Dreier. Genau, aufgrund des alten Führerscheins ist das automatisch mit da drin. So, Integration gut gelöst. Sehr schick, aber nagelneu. Der ist nicht aufbereitet. Alle Folien sind noch dran. Das ist so, ich glaube, das kriegen die Leute selten zu sehen, oder? Wenn die Ja. kriegen.
hier kann man es öfter sehen bei uns auf dem Hof, weil wir doch relativ häufig doch Neufahrzeuge hier stehen haben. Aber so der Kunde selbst kriegt das meistens nicht mit, wenn er das Fahrzeug ausgeliefert bekommt. Ist natürlich alles schön gemacht, aufbereitet, Sitze sind ausgepackt. Alles perfekt gemacht und natürlich außen komplett gewaschen. Ihr habt eine große Werkstatt. Übrigens haben wir eben gesehen, da ist ein gebrauchtes Hümermobil. Ihr nehmt ja auch in Zahlung die Hümer. Das heißt auch Wohnmobile, die gehen weg wie warme Semmel, die gebrauchten, oder? Genau, wir nehmen Wohnmobile in Zahlung, wir nehmen Wohnwagen in Zahlung, wir nehmen aber auch Sportfahrzeuge in Zahlung. Also da vielleicht einfach mal auf unserer Homepage gucken. Es ist sehr umfangreich, was wir alles entgegennehmen. Ist, denke ich, für jeden Kunden was dabei. Ja, die Leute tauschen ja was ein. Bei mir war es irgendwann mal gut. Ich hatte noch einen Sohn, der ist jetzt 8 bekommen. Da hat der Zweisitzer dann nicht mehr gelangt. Und jetzt, jetzt sind wir mit dem Wohnmobil unterwegs. Und mit einem Volkswagen T6 mit Aufstelldach. Ein Bulli. Ja. Das ist jeder, wie er will. Das heißt aber, ein Bulli für Familie wäre jetzt zu klein. Das ist schon toll, oder? Ist zu klein, meiner Meinung nach. Aber da, wie gesagt, auch da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Da ist jeder Mensch anders. Es gibt ja auch ein Zelt, das man davor machen kann. Jetzt wird es ja schon ein bisschen kühler, man merkt das. Ja, ich glaube, es soll auch gleich noch regnen. Ja, ich hoffe nicht, denn Es wird schon windig. wir wollen es ja einmal mal kurz von außen zeigen, dass man das sieht. Die Optik ist schön, oder? Die ist toll, klasse. Kanten, das ist das neue Design. Volkswagen hat angefangen und da konnte man natürlich an der Seite kann man nicht viel Kanten machen. Aber da ist die Beschriftung mit drin. Die Markise darf nicht fehlen. Die ist immer serienmäßig bei euch? Bei den meisten? Die ist in der Regel, wird die ab Werk mitgeliefert. Klar gibt es auch das ein oder andere Fahrzeug, wo man die jetzt nicht, also es ist eine Sonderausstattung ab Werk, es ist nicht Serie. Es gibt einige Kunden, die bestellen es direkt mit, weil es einfacher ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das hier bei uns in der Werkstatt natürlich nachrüsten zu lassen auf Kundenwunsch. So, und dann schauen wir kurz mal rein. Hier vorne das sieht aus wie eine Gasaußensteckdose, könnte sein. Genau. Die ist mit drin. Schlüssel hast du nicht dafür, oder? Zufällig dabei. Mal gerade gucken. Der kleine. Könnte passen. Moment. Einmal feste ziehen. Da ist sie. Da ist sie. Gas Propan. Das bestellen viele mit, oder? Geht. Es geht. Viele bestellen es mit. Meistens ist es der Mann, der es bestellt, damit er grillen kann unter seiner Markise auf dem Campingplatz. Ja, ich habe übrigens einen Grill für 20 € drin mit einer Gaskartusche. Tut seinen Dienst und ist optimal. Hier vorne habe ich den Außenbordanschluss. Das heißt, hier habe ich dann 230 Volt, was ich reinmache. Genau, hier ist der Landstrom. Können wir einmal aufmachen. So, und unten drunter ist der Wasseranschluss. Da ist ein Genau. Tank mit drin. Da ist ein Tank, Frischwassertank mit drin. Der ist natürlich auch beheizt, da kann nichts passieren im Winter. Beheizt und isoliert. Und hier unten haben wir dann einmal das Abwasserrohr. Gut, da ist die Entsorgung, die natürlich auch am Campingplatz stattfindet. Wenn du mal kurz den Schlüssel abziehst, den brauchen wir mal, dann gucken wir mal hinten rein. Denn wichtig ist, die Leute nehmen ja auch mal gern was mit. Kofferraum. Oben drüber ist das Bett üblicherweise. Und hier haben wir was Besonderes bei dem Fahrzeug. Das hat ein großes Hubbett mit dabei. So kommt das ab Werk. Das heißt, hier sind Zusatzpolster mit drin. Genau. Die werden verpackt. Hier ist alles Mögliche mit drin. Das sieht jetzt wirklich echt ein bisschen unaufgeräumt aus. Nee, das ist aber so, wie die alle kommen. Ja. Das heißt, ihr packt die aus, ihr checkt die vorher. Genau, die gehen einmal durch die Werkstatt, werden gecheckt. Allgemein bei der Anlieferung werden sie schon einmal gecheckt auf Schäden, ob vielleicht irgendein Transportschaden vorhanden ist. Genau, ihr Und wenn ja, übernehmt wird das direkt gemeldet. Ihr übernehmt die ja anschließend. Das heißt, ab dann seid ihr dafür verantwortlich, wenn ihr irgendwas passiert. Ihr prüft das ganz genau. Ihr habt unglaublich viel Durchsatz, muss man sagen. Also das heißt, die Werkstatt riesengroß. Ihr habt neu gebaut vor kurzem. Das heißt, ein ganz neues Zentrum. Ihr habt sogar einen Zubehörmarkt, wo ich mich für die Erstausrüstung sogar entsprechend eindecken kann, oder? Ja, wir haben reichlich im Zubehör. Wir sind über 2 Etagen. Einmal unten haben wir ein bisschen Zubehör bei den Kollegen, die auch gerne zur Beratung beiseite stehen. Und dann haben wir oben noch mal eine ganze Fläche mit allem möglichen Campingzubehör. Das ist so, ja. Wenn ich mich bei dir zum Beispiel beraten lassen möchte über das Thema Hymer, Jennifer Jentsch. Jennifer Jentsch, Ja, so genau. heißt du, ja. Am besten Termin machen, oder? Am besten einen Termin machen. Ohne Termin klappt es zwischenzeitlich auch mal, aber man kann sich meistens nicht so die Zeit nehmen, weil man dann meistens schon wieder feste Termine hat, die dann halt natürlich ein bisschen drängen, aber die halt fest sind, wo man dann Das natürlich... ist ja klar, der andere hat ihn ja terminiert, Ja, dann will genau. man. Das heißt, am besten anrufen. Hast du eine Durchwahl? Genau, ich habe eine Durchwahl, das ist die 267 am Ende. Auf unserer Homepage sind aber die ganzen Verkäufer für unsere ganzen Fahrzeuge im Haus nochmal aufgelistet, einzeln mit Durchwahl und E-Mail-Adresse. Genau, es gibt noch
viele andere Verkäufer. Das heißt, wenn ich jetzt Fragen dazu habe und so weiter, ihr seid ein großer Hymer-Partner, muss man sagen. Ihr modifiziert Fahrzeuge auch selber, der jetzt nicht. Der ist quasi so, wie er Werk kommt. Da Genau. kann man aber noch Sachen dazu ausrüsten. Gell? Man könnte jetzt noch Sachen im Nachgang nachrüsten, ja. Es gibt natürlich das ein oder andere Fahrzeug bei uns im Haus, welches wir komplett umrüsten, wo wir wirklich einen Blickfang dann haben. Das ist bei uns hauptsächlich der MLT 580 4x4, schimpft sich bei uns RSX, da steht er. Da steht er. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Haben wir auch ein Video schon zu gemacht. Einfach mal reinklicken. So ist es, ja. Großer Kofferraum, 350 Kilogramm Belastung. Hier unten ist die Außendusche, so ein kleines Detail. Unbedingt mitbestellen, oder? Unbedingt mitbestellen, gerade wenn man, Fahrräder mitnimmt oder vielleicht einen Hund hat, ist das auf jeden Fall sehr nützlich. So, und wenn man den dann übrigens kriegt, ist er komplett aufgeräumt mit allem drum und dran. Ist uns auch geputzt. Ja. Gasflaschen sind dabei? Nee. Gasflaschen sind ab Werk nicht dabei, werden bei uns vor der Auslieferung erst ins Fahrzeug reingestellt. So, und hier vorne, der wird natürlich der Boden geputzt. Der ist unglaublich belastbar. Das ist ein Vinylboden, also den kann ich auch durchwischen, da kann nichts passieren. Der ist kratzfest. Wenn man da mal ein paar Steinchen unterm Schuh hat, braucht man nicht Angst haben, dass man sich den Boden kaputt macht. Voll integriert heißt, ich habe eine mega Aussicht drin, gell? Das heißt, ich kann gucken, Panorama. Man hat ein Raumgefühl, was man jetzt beim Teilintegrierten nicht so hat. Vielleicht einfach mal umschauen. So, das ist Patricia. Guten Morgen. Hi Sven. Ja, Donnerstag in Bielefeld. Hättest du gedacht, dass wir mal nach Bielefeld fahren? Nein, nicht wirklich, aber es waren wirklich tolle Tage in Düsseldorf auf der Caravan-Salon-Messe und wir haben ja auch so viele Kommentare bekommen auf YouTube, also dass wir Hymer filmen müssen. Das ist nämlich, Hymer war nämlich nicht da, deswegen haben wir uns mal einen Händler gesucht und die nette Jenny hat gesagt, ich springe direkt vor die Kamera heute Morgen. Hat gesagt, nee, hat sie nicht gesagt, aber sie war mal bereit, uns jetzt mal zu helfen. Wir filmen am Donnerstag, zum Wochenende hin wird es viel voller, oder? Zum Wochenende, meistens samstags, ist es extrem voll, weil die Leute natürlich alle Zeit haben. Viele Leute nicht arbeiten müssen und dann wird die Zeit natürlich genutzt für solche Dinge, wie zum Beispiel ins Reisemobilzentrum Permowski zu kommen. Ja, ihr seid recht groß, ihr habt Eigenmarken, also wo man, ich sag mal, Hymer ist ja jetzt nicht gerade das allergünstigste, gute Qualität, aber das geht schon wesentlich günstiger los, oder? Das geht wesentlich günstiger los. Vollkorpusmöbel, also hier habe ich ein recht, ich sag mal, European Design, also nicht so, ich sag mal, barock mit Holz, sondern ganz modern. Ach klar, auch hier ist wieder ein bisschen Holz eingefasst, nur halt nicht so ganz so viel, wie wir es jetzt von den anderen Modellen kennen. Ja, wahrscheinlich doch wieder in 20 Jahren, wenn die Leute sagen, wie konnte man das nur machen? Aber im Moment ist das wirklich total trendig, oder? Im Moment ist das der Trend. Wir hoffen und wir denken, dass es in den nächsten Jahren aber auch ein bisschen dezenter gehen wird. Ja, es ist so. Also in Amerika, wenn die meine Videos immer sehen, die sehen die nämlich immer, die sagen immer, warum muss es immer so aussehen wie bei Omas Stube früher, 1963. Die Amerikaner haben sowas nicht. Bei denen sieht alles Holz und rustikal und so weiter. Und wenn die Kühlschränke sehen, unter anderem hier den Tedford, den großen Automatik-Kühlschrank, der ist groß. der ist sehr groß, man sieht es ja wieder, der ist größer als ich. Gut, er steht nicht ganz auf dem Boden. Da ist schon wieder unsere Kühl... Und unsere Kühlkörperbox hinten drin. Genau. Der Vorteil ist, die hält dann auch die Kälte, kann ich Flaschen reinstellen. Genau, also ich habe ja auf der Messe sehr, sehr viel gelernt, was Camping angeht und auch Kühlschränke. Und da kann ich dann meine Gitterstäbe reinmachen für Flaschen oder ähnliches. Genau. Hier vorne ein Eisfach, das funktioniert wirklich, muss man sagen. Also es hat, glaube ich, keine minus 18, aber es kühlt ordentlich. Funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, das ganz Besondere hier ist, so designmäßig kommt man immer mehr an normale Küchen ran. Das heißt, auch die Rückwand hier, das sieht so aus wie in einer Nobelküche. Die haben sich Gedanken gemacht, immer mehr Leute kochen auch wirklich jetzt im Auto. Gell? Das heißt also nicht nur die Spaghetti, sondern die schnippeln, die machen, die tun. Ist die Fläche groß genug für dich? Es ist groß genug. Es reicht, ich sag mal, fürs Camping reicht es vollkommen aus. Es ist eine gute große Fläche. Man kann hier alternativ noch diesen Beistelltisch noch dran klappen. Hat man hier nochmal eine Zusatzablagefläche für vielleicht eine Schüssel Salat oder ähnliches, wenn man mal gerade ein bisschen Platz an der Kochfläche braucht. Schönes Detail sind diese Multifunktionsschienen, die dabei sind. Da kriegt man wirklich viel Zubehör, ohne dass ich was schrauben muss. Genau, es ist mittlerweile fast in jedem Fahrzeug diese Multifunktionsschiene verbaut, wie wir es beim MLT 580 schon hatten. Auch hier kann man wieder einen Küchenrollenhalter, dran bauen oder halt das Gewürzregal oder halt alternativ einfach nur zum Aufhängen von Kochlippen nutzen. Patricia, machen wir ganz unten auf. Da ist für schwere Dinge, da ist der Mülleimer mit drin und da kann ich Töpfe reinmachen, sogar sehr große Sachen. Genau. Sehr hoch. Genug Stauraum ist vorhanden.
So, ganz großes Thema ist natürlich, das ist ein großes Auto mit Hubbett, wird aber oft gekauft tatsächlich nur von 2 Personen, weil das Thema Vereinzelung, der eine schnarcht vielleicht, man gibt es ja nicht ganz zu, aber es könnte passieren, oder? Das kann passieren. So, hier habe ich ganz viele Kleiderschränke mit drin, das heißt, hier habe ich eine Stange mit drin, da muss ich mich bücken, aber Patricia hat es eben schon gemerkt, da unten ist 230 Volt. Ich habe hier vorne habe ich noch einen großen Schrank. Mach heute auf, Patricia. Denn da kann ich jetzt zum Beispiel Jacken reinhängen. Das ist schon gedacht, dass man so ein paar Wochen unterwegs sein kann. Ne? So, mach mal zu. 1,67 Meter. Das sind wieder mal die beliebten Einzelbetten, der Verkaufsschlager schlechthin. Genau. Hier haben wir noch die Alternative mit dem Tablett. Das heißt, wir können die Liegefläche noch komplett erweitern, dass wir diesen Aufgang quasi verdecken, eine komplette Liegefläche haben und dort unten in der Treppe eingelassen haben wir den Komfortaufstieg. Das heißt, den zieht man dann raus, wenn die Liegefläche komplett ist. Das musst du uns mal kurz zeigen. Ja, gerne. Denn ich glaube, das wird viele Leute interessieren, die sagen, ich möchte gern komplett zusammenliegen. Das soll es ja immer noch geben, dass Leute sich ganz lieb haben oder das Engelchen in der Mitte ist. Genau. Und dann kann man quasi die Fläche komplett erweitern. Mit 2 Mädels zu filmen, aber ist ja so, die Frauen können das gut, oder? Das erklären, die verstehen auch die anderen Frauen, glaube ich, besser, oder? Als wenn ein Mann kommt, der dann sagt, hier so und so viel PS, Motorleistung. Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch ein schönes Film für dich, ja, hier mit 2 Frauen in einem Wohnmobil. Naja, ich habe mittlerweile 3 weibliche Hunde zu Hause, meine Frau, zwei Töchter, ich filme mal gerade ein bisschen höher. Sie ist fertig mit Umbauen und wird uns dann gleich mal kurz erklären, was sie denn gemacht hat. Das Ganze hat jetzt mal weniger als 1 Minute gedauert. Und man muss dazu sagen, du machst das ja auch nicht jeden Tag. Das heißt, wenn mir das Wohnmobil denn gehört, dann übe ich das ja jeden Tag und dann habe ich es irgendwann mal richtig drauf. Es geht ja relativ zügig, wie du jetzt gesehen hast. Eigentlich zieht man nur die Treppe raus, packt das Tablett oben drauf und das Zwischenpolster und schon ist man fertig. Das ist Spielwiese quasi. Das ist die Spielwiese. Das heißt auch so, oder? Spielwiese. Umgangssprachlich nennt man Spielwiese. Ja, groß. Also ganz dezent, das heißt, ich habe richtig viel Platz und ich kann trotzdem noch einzeln aussteigen. Das ist der Vorteil. Genau, dafür ist halt der Komfortaufstieg dann gedacht, ne? So, hinten die Leselampe. Da kann ich mich dann auch gegensemmeln. Das heißt, hier mache ich mir eine Kissen dagegen, wenn ich lesen will. Und habe dann nicht wie bei einem Querbett, dass da eine Jalousie oder sowas stört, sondern das ist wie im Hotel. Das ist wie im Hotel. Man hat, wie gesagt, viel Platz, auch viel Platz nach oben, wie man sieht. So, und da ist wahrscheinlich der Fernseher, aber der wird wahrscheinlich erst dann eingebaut, wenn klar ist, wo er hinkommen soll. Das ist ein Teil auch der Individualisierung, wie ich es gerne hätte. Vorne im Fernseher, hinten im Fernseher, wie man möchte. Genau, gibt es auch, wie gesagt, mit dem zweiten Fernseher in der Regel wird er meistens auf dieser Seite hier montiert. Auf der Seite, wo jetzt die Halter sind. Hier oben habe ich uns noch eine Stange. Thema Tablet kommt ja immer mehr. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere gar keinen Fernseher mehr mitbestellt, oder? Man kann aber, sag ich mal, jetzt vom Tablet auch, wenn man jetzt Netflix einschaltet, einen Film gucken möchte, kann man das auf dem Fernsehen übertragen. Ich glaube, eine Sat-Anlage am Dach, allein der Wiederverkaufswert ist schon sinnvoll, dass man ist das sinnvoll. Ja, Gerade beim zweiten Fernsehen wäre es sinnvoll, da auch die Twin-LNB Sat-Anlage zu nehmen. Das kann man auch direkt machen. Das große Fenster findet immer mehr Einzug. Also das ist wirklich riesig. Es hat eine Kurbel mit drin. Ist es schwer zu öffnen? Kommt man da gut ran? Nein, das ist ganz leicht zu öffnen. Einfach die Kurbel einmal abklappen. Drehen, dann geht's hoch. Drehen geht's hoch. Es klemmt jetzt noch ein bisschen, weil es neu ist. Aber mit der Zeit wird es auch leichter. Die Gummidichtung, die war ein bisschen fester dran. Das ist also so. Hier passiert auch nichts. Man kann es bei Regen auch aufstehen lassen. Das Wasser fließt nach links. Das geht so parallel, geht das drüber. Genau. Das ist ja stark. Das heißt, ich brauche mir da keine Sorgen zu machen. Und ich kann es auch nicht einfach so aufknacken. Sondern das kippt sich so hoch. Prima. Ja, ein Bad ist auch mit drin. Was ist denn da drunter? Unter dem, das interessiert mich jetzt mal, da kann man hier aufmachen. Hier ist gar nichts. Das ist einfach nur der Knopf, damit man den Fernseher ein bisschen... Ah, ist aber gut gemacht. Das sieht aus wie... Damit er auch fest ist, ne? Damit es nicht wackelt während der Fahrt. So, ich gehe kurz hier rein, dann zeigen wir mal das Bad. Die Patricia hat sich schon gemütlich gemacht, denn das ist nämlich keine schwarze Wand dahinter, das ist tatsächlich der Fernseher. Patricia, geh mal kurz rein. Dann zeigen wir mal. Da habe ich jetzt einen großen Spiegel zunächst mal. Ja. Da kann ich, wenn ich etwas weiter weg bin, mich komplett sehen. Das ist auch gut, oder? Wenn ich mich mal fertig machen will. Und ja, jetzt steht er ein bisschen schief. Kann ich den mit Hubstützen kriegen, wenn ich will? Den kann man alternativ mit Hubstützen bekommen. So, und jetzt habe ich hier ein richtiges Bad. Das heißt, einen großen Spiegel nochmal. Man kann nie genug Spiegel haben. Ja, wie es die Jenny schon gesagt hat, vor allem für uns Frauen ist das sehr, sehr wichtig.
Und lauter Fächer. Ist wahrscheinlich, wenn ich mal Kopfweh habe als Frau. Kommst du noch mal zu mir? Nein, ich habe Kopfweh. Da vorne stehen die Kopfschmerztabletten. So, da ist es drin. Da oben habe ich den Handtuchhalter, ganz wichtig. Da kann ich die Handtücher mit trocknen. So ein kleines Detail. Übrigens gibt es Leute, die haben den seit Jahren, haben die das Fahrzeug, die haben den nicht gefunden. Aber hier gibt es eine ordentliche Einweisung. Dauert hier schon 4-5 Stunden? 2 bis 4 Stunden. 2 bis 4 Stunden. Da unten ist die Dusche mit drin und natürlich die Toilette, die wirklich auch ganz langen Personen einen Platz bietet. Und ja, großer Waschraum mit allem drum und dran. Und Licht ist mit drin. Da oben ist jetzt im Moment natürlich Erstauslieferung. Da sind alle Folien noch drauf. Ich zeige es mal gerade hier sogar auf dem Kühlschrank, die Folie. Also der ist noch nicht gemacht. Wir wollten uns den aber erstmal kurz mal angucken. Ja, Sitzbank, das ist automotives Polster. Das heißt, auch wenn da mal was drauf geht, ein Kaffee oder so, das kriegt man raus. Gell? Das kriegt man raus. Genau. Wenn dich mal kurz hinsetzt, bitte. Beim Vollintegrierten, ich zeige mal gerade die Aussicht. Das ist, glaube ich, eins der Hauptargumente. Ich habe es wie im Kino. Genau, man hat die Rundumsicht, man ist da nicht eingeschränkt. Wie gesagt, freier Blick nach vorne. Ich habe Schiebefenster rechts. Das heißt, ich kann also auch mal das Fenster öffnen während der Fahrt, wenn schönes Wetter ist. Genau. Da, Fahrerseite lässt sich das Ganze elektrisch absenken über den Knopf in der Tür. Okay. Und hier ist es zum Aufschieben. Da vorne ist es elektrisch. Das heißt, wenn ich die Maut habe und so weiter, komme ich einfach dran. Das Radio wird erst eingebaut, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, weil der Hof bei euch ist ja offen. Man kann immer mal schauen bei den Fahrzeugen. Gell, Man kann immer mal schauen, genau. Radio wird dann kurz vor Auslieferung, wird das einmal eingebaut und dann mit der Rückfahrkamera verknüpft. Ich habe nämlich gehört, die sind sehr beliebt, dass man die am besten erstmal gar nicht einbaut. Die Sitze vorne kann ich drehen, wenn du das einmal, kann man drehen. genau, mal so lieb ist, es einmal kurz machst, dass man mal das Raumgefühl zeigt. Und auch den Tisch kann ich verschieben, wie ich das gerne hätte. Auch der darf montiert bleiben während der Fahrt. Und du hast es schon gemütlich gemacht. Es wird langsam kälter. Du hast dein Schaf angezogen heute. Ja, genau. Ich habe mein Schaf dabei. Es soll ja jetzt auch bald regnen. Der Sommer ist halt vorbei. Ist vorbei. Und jetzt geht es aber erst bei den richtigen Campern geht's ja jetzt in die zweite Saison. Das heißt, der Herbst wird komplett mitgenommen. Wenn dich mal kurz hinsetzt, Jenny, dass ich dich mal sehen kann. Denn heute ist das erste Mal, dass du mal Platten nimmst. Es geht heute am Donnerstag, gell? Normalerweise ist ja bei euch Kampf in Dosen, oder? Normalerweise ist gerade Freitags, Samstags ist viel los, Montags, Dienstags, Mittwochs auch. Donnerstags ist bei uns mal ein bisschen ruhiger. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt, aber ab morgen ist wieder voll Action. Ja, das heißt, die Zeit geht schnell rum. Die Leute sind im Moment, also man kann nur appellieren, Leute, bringt ein bisschen Geduld mit, oder? Genau, Geduld und wenn es dann wirklich an eine intensive Beratung gehen soll, dann bitte auf jeden Fall einen Termin vereinbaren. Auch wenn jetzt Termine werden ja vereinbart, das ist so ein bisschen, es kann immer mal was dazwischen kommen, ein bisschen mehr Zeit einplanen, das macht Sinn im Moment, oder? Genau, das macht Sinn und wenn es, wie gesagt, zeitlich nicht hinhaut, dann auch bitte absagen. Ja, ganz wichtig, dass ein anderer kommt, denn ihr könnt die Zeit nutzen. Genau. Ist so, ja. Weil wir warten sonst und warten und wissen nicht, was ist. Und so kann man die Zeit dann anders nutzen mit anderen Kunden. Ja, toll. Der Fernseher ist riesig. Ist das der Trend? Ja, 32? 32 Zoll, das ist der absolute Trend. Schönes Bild, schönen Sound. Ja, cool ist, hier vorne habe ich die Solaranlage, da ist doch die Steuerung mit drin. Und das sieht aus, das könnte ein Router sein. Nee, ist die SAT-Anlage, sehe ich gerade. Die ist mit drin. Und die Batterie ist natürlich voll. Das heißt also, mit der Solaranlage habe ich die Möglichkeit, die Batterie unterwegs aufzuladen. Da muss ich mich aber schon ein bisschen einschränken. Das heißt, den Föhn dann mit dem 230 Volt Wechselrichter laufen lassen, eine halbe Stunde. Da brauchen wir eine große Batterie. Also ich sag mal so, man hat mit Solar natürlich mehr Möglichkeiten. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man irgendwo steht und die Wohnraumbatterie ist leer. Es ist allerdings so, dass man dann doch darauf achten sollte und zu gucken, dass alle elektronischen Geräte, die nicht genutzt werden, auch wirklich abgeschaltet werden. Ja, ich habe vor 2 Tagen, eine große Lithium drin, habe dann mal die Klimaanlage laufen lassen. Schwupps, waren es nur noch 68% nach 2 Stunden. Das geht dann schnell und die Energie hat mir dann gefehlt. Das ist dann manchmal so. Die fehlt dann woanders, deswegen ist es halt ganz wichtig, die Geräte dann, wenn man sie nicht nutzt, abzuschalten, weil sie halt im Hintergrund auch sonst noch Strom ziehen. Sag mal, wenn das jemand noch nie gemacht hat, ist das schwer mit den ganzen Tastern und... Es gehört ein bisschen Übung dazu, ja. Rechts ist die Heizung? Rechts ist die Heizung. Genau, die geht jetzt natürlich nicht, weil die Gasflaschen noch nicht montiert sind. Hier vorne habe ich so ein Multifunktionsdisplay drin, da sehe ich Batterie. Genau, das ist das Hauptdisplay. Damit steuert man eigentlich quasi, hat man eine Übersicht über die ganzen
Komponenten im Fahrzeug, über die technischen. So, jetzt kommt's. Das Fahrzeug hat ein Hubbett. Dazu muss man, glaube ich, vorne ein bisschen absenken, dass wir es ein kleines bisschen runter machen können. Ist das schwer? Genau. Schrank zu machen. Schrank zu machen. Auch das ist Teil der Ausbildung, Pilotenausbildung, die man dann kriegt bei euch, wenn ich das Fahrzeug übergeben kriege. Genau. Aber es ist halb so wild, oder, Jenny? Das ist halb so wild. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir den Sitz hier ein bisschen nach vorne kriegen. Das heißt, abends umbauen, einfach Sitz drehen, nach vorne kippen. Dann muss man so nach vorne kippen, die Sitze. Zack. Weil sonst liegt das Hubbett da nachher auf und dann macht man sich Sitze und Hubbett kaputt. Und dann zieht man das einfach unter das gute Stück. Ja, und das Starke ist, der Raum hier vorne, der ist mindestens genauso groß wie hinten, habe ich das Gefühl. Also der ist wirklich groß. Genau, für 2 Personen geeignet. Oder für eine Person, die, Oder sich für halt, eine Person, die sich diagonal reinlegt. die groß ist. Hier vorne habe ich Leselampen mit drin, die sind schön integriert. Dann kann ich hier oben, ist schon eine Gardine mit integriert. Das heißt, hier könnte ich dann auch was reinziehen, dass ich also einen Vorhang machen kann. Nein, dafür ist diese Haken sind quasi für das Netz gedacht. Okay. Das Netz packt man aus, zieht man hoch, hakt es hier ein, damit, wenn Kinder hier drinnen liegen, keiner rauskullert. Also meine Frau wird da direkt einen Vorhang reinhängen. Aber da sind Schienen mit drin, 3 Stück. Also gut, dafür war es nicht gedacht, aber vielleicht kommt ja einer auf die Idee. Zu meiner Ehrenrettung. 2 Mädels. Was redet der Alte da? Also mal gucken. Ja, cool ist, man hat Ausbuchtung hier unten drin, das zeige ich mal gerade. Also dort, wo die Sitze runterkommen. Ist das schwer hochzudrücken? Oder Nein, geht das? das geht relativ easy. Gut, du Also bist so ja im mit einer Fitnessstudio. Achso, eine Hand. Ja. Mach nochmal. Mach nochmal Mit runter. einer Hand runterziehen? Ich bin eine Hand, ich brauche mal 2 bei mir. Das ist ja Wahnsinn. Bei dem geht es relativ einfach. Mach nochmal hoch. Ja, das Coole ist, die Bettauflagen kann ich drauf liegen lassen. Das ist der Vorteil. Und dann wird es oben einmal fixiert. Da ist ein Sicherheitsgurt. Einmal wieder reinklicken. Feierabend. Cool. Ja, das ist der vollintegrierte. Das heißt, ich habe Platz satt. Sind ein bisschen teurer, oder? Als die teilintegrierten. Die sind ein bisschen teurer. Wie ist denn da der Trend? Teil, voll? Kann man nicht sagen. Auch kann man auch nicht sagen. Es gibt 50% der Kunden, die, sag ich mal, zum Teil integrierten greifen. Es gibt 50% der anderen Kunden, die dann sagen, ich möchte einen voll integrierten haben. Also da kann man pauschal nicht sagen, es sind so und so viele Leute, die sich eher einen voll integrierten holen. Also auch da wieder ganz unterschiedlich. Die Gardinchen. Sag mal, werden die Leute mal jünger, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Familien, die sich jetzt auch Wohnmobile holen? Ja, es ist wirklich so. Also wir haben auch junge Kunden. Sag das nochmal. Wir haben auch viele junge Kunden. Okay. Ist ja so, im Prinzip die Reisemobilbranche ist ja so ein bisschen verschrien. Da kommen nur Rentner. Heute Morgen waren auch schon viele ältere Leute da, muss ich sagen. Aber ist ja auch Donnerstag. Also es gibt wirklich viele Familien, die sagen, ich habe Kinder. Das ist ja auch wesentlich günstiger auf dem Campingplatz, muss man sagen. Jetzt ist aber so eine Anschaffung vom Wohnmobil ist ja auch nicht gerade billig, muss man sagen. Das ist richtig. Aber wir bieten auch Finanzierungen alternativ an. Da wird sich immer ein Weg finden. Und der Werterhalt, man kriegt ja anschließend was dafür. Das heißt, also wenn ich jetzt kaufe, wie liegt das hier ungefähr im Preis? 70, 80 ungefähr? Ja, das Citroën-Modell ist relativ günstig, liegt zwischen 70 und 80.000. Genau, jetzt relativ günstig, nicht wieder die Kommentare schreiben. Man muss sagen, wer sich da auskennt, wir sprechen hier über ein Produkt von Hymer, muss man ganz klar sagen. Gibt es auch wesentlich günstiger von anderen Marken, die ihr habt? Ja, natürlich. Also wir haben hier im Haus definitiv noch andere Marken, wo es noch preiswerter geht. Das ist so. Ja, auf Basis Citroën. Die hatten relativ früh schon AdBlue, muss man sagen. Fiat hat jetzt nachgezogen. Das Ganze gibt es dann auch. Das ist jetzt ein Handschalter. Gibt es von Fiat jetzt auch mit der neuen Automatik mit dabei. Das heißt, man kann da wählen. Also Hymer hat verschiedene Aufbau- oder verschiedene Grundmodelle, Fahrgestelle. Also serienmäßig ab Werk ist es immer ein Schaltgetriebe. Egal ob Fiat, Mercedes oder Citroën. Sonderausstattung kann man dann das Automatikgetriebe mit dem Aufpreis wählen. Sehr schön, dann gehen wir mal raus, machen Abmoderation. Habe ich was vergessen, Patricia? Der Fernseher müssen wir rausziehen. Das müssen wir zeigen. Ja. Okay. Denn die meisten Leute sagen, ja, da sitzt jetzt die Patricia davor, aber. Also man drückt quasi einfach hier drauf und dann kann man Rausziehen. ihn nach vorne holen. Super. Kann auch draußen gucken, Draußen gucken. draußen reingucken. Ein wichtiges Fußballspiel zum Beispiel ist für die Männer. Du bist Fußballerin. Nein, ich bin keine Fußballerin, aber für die Männer, die ja gerne mal beim Grillen noch zusätzlich den Fernseher am Laufen haben und Fußball gucken, kann man den halt wie gesagt hier noch schwenken. So wie man gerade. Ostwestfalen. Du bist auch hier geboren in Bielefeld? Ich bin in Bielefeld geboren. Ist das schön, Bielefeld? Bielefeld ist schön. Warum denn? Die Sparrenburg ist sehr schön zum Beispiel. Kann man
sich schön am Sonntag aufhalten. Okay. Und wir haben noch andere schöne Ecken. Altstadt zum Beispiel in Bielefeld, auch total toll. Du weißt, warum ich frage? Nein? Verrat's mir. Es gibt viele Leute, die kommen ja 1, 2 Tage zu euch, um sich Ja. beraten zu lassen. Ja, die übernachten sogar hier. Das ist teilweise so, man sollte sich ja ein bisschen Zeit mitbringen. Also ihr habt ja ein Riesenzentrum, kann sich viel angucken. Wer noch keine Ahnung hatte, dann will man ja abends ein bisschen weggehen. Das heißt, man kann sogar weggehen in Bielefeld. Die Möglichkeit hat man hier auf jeden Fall. Ja. Wir haben mehrere Bars, Restaurants. Also da ist für jeden was bei. Ja. Was cool ist, wir haben ja für Sie ein Hotelzimmer gebucht. Ja. Wir waren auch ganz überrascht, wie teuer die waren. Das heißt, also ist das ja auch eine Stadt, wo viele Leute dann auch bleiben und so weiter? Sowohl als auch. Es gibt natürlich günstigere Hotels hier, die sind da ein bisschen abgelegen, aber die Ja. hauptsächlich im Zentrum sind, die sind dann da schon ein bisschen Du bist teurer. in welchem Hotel? Park, oder? Parkhotel, genau. Das haben wir bezahlt für dich. Ja. Ist das schön? Ja, super schön. Bielefeld. Ja, also, das heißt, wenn ihr herkommt zur Jennifer Jentsch, richtig? Genau. Oder einen von vielen Kollegen. Hümer, gibt es noch mehr Kollegen? Den Herrn Baltrusch gibt es Genau, noch. Baltrusch. Der macht auch Marketing, gell, bei euch. Das Genau. weiß ich schon. Habe ich jetzt schon erfahren. Ja, jetzt bin ich in ein paar Stunden hier. Ja, das ist der Einstieg übrigens. Wir gehen mal raus, machen wir die Abmoderation. Und die Längen kennen wir ja jetzt. 6,99 Meter ist es lang. Ein voll integriertes von Hümer, wo man vielleicht nicht so viel falsch machen kann, was den Thema Werterhalt angeht. Und wenn man ein gebrauchtes Wohnmobil hat, gar kein Problem, am besten gleich mitbringen, oder? Zur Bewertung. Genau, direkt mitbringen. Vielleicht vorab, wenn man weiß, dass das Fahrzeug bewertet werden soll, auch da einen Werkstatttermin mit den Kollegen vom Kundendienst vereinbaren, weil die checken letztendlich das Fahrzeug, gucken, hat das Fahrzeug irgendwelche Beschädigungen, Undichtigkeiten oder ähnliches und dann kann man dort mit Termin die Wartezeit ein bisschen verkürzen. So, jetzt stelle ich dir noch ein paar Fragen. Hubstützen nachrüsten geht, haben wir schon gesagt? Ist machbar. Ist machbar. Wenn ich eine große Batterie haben möchte, Lithium geht. Ist machbar. So, wenn ich einen starken Ladebooster haben möchte, geht auch. Ist auch machbar. Ihr könnt alles Wir machen. können alles machen. Gut, das heißt also, du bist auch da fit drin, das heißt, du kannst auch beraten. Eine Fritzbox könnte ich einbauen auf Wunsch. Die können auch wir einbauen, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Und wenn es denn der sein soll, da haben wir auch einen Film gedreht. Der heißt übrigens wie? Das ist der Hümer MLT 580 4x4, hier jetzt in der RSX-Version. Der RSX-Version, auch da haben wir ein Video zugedreht. Ja, vielen Dank. Jennifer Jentsch von Palmowski aus Bielefeld. Ihr seid auch in Magdeburg? Wir sind auch in Magdeburg Genau, vertreten. aber nicht ganz so groß, ne? Da sind wir relativ klein gehalten. Wir bekommen jetzt aber in den nächsten Monaten da einen Neubau hingesetzt und ja, schaut doch da auch einmal gerne vorbei. Ja, denn zufälligerweise, wer studiert in Magdeburg? Ich. Sie studiert dort Journalismus. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und hier ist er. Das Hymermobil heißt wie? Das ist der XSI 580 Pure. Axis i 580 Pure. Pure steht für billigste Version. Nee, Pure ist mit das günstigste Modell. das günstigste Modell. Das geht noch teurer. Das geht auf jeden Fall teurer. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und es ist schwer zu fahren? Es ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ich nehme an, so ganz am Anfang war es schon eine Herausforderung, oder? Ja, man wird aber auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Okay, einfach mal fahren. Einfach mal fahren. Jennifer, fahr mal. Genau, fahr mal. Hier hast du ein 8-Meter-Schiff.
Fahr mal raus. Danke.